Was für eine Aussicht von unserem Zimmer. Wir sind ja schon recht lange unterwegs und haben uns gedacht, es wäre cool, wenn wir ein Spezial machen, wo wir euch zeigen, was in unserem Rucksack drinnen ist, mit was wir eigentlich reisen. Wir beginnen mit meinem Rucksack und schauen gleich rein. Mein Hauptrucksack ist der Duschberg-Hager mit 30 Liter. Den habe ich jetzt schon seit 3 Jahren und er ist überall immer dabei und hat die perfekte Größe. Hier oben befinden sich meine Flossen zum Schnorcheln. Die habe ich mit Gummibänder angebracht. Jetzt schauen wir rein. Was den Rucksack so besonders für mich macht, ist, man macht ihn auf und man hat sofort einen Überblick, wo was ist. Hier oben haben wir die DJI Mavic Mini. Recht cooles Teil. Dann sieht man als zweites den Gimbal, den wir verwenden. Sehr wichtig, damit man stabile Videos hat, die euch dann besser gefallen. Danach hat man Handtücher und ein T-Shirt, Ladezeugs für den Laptop. Hier ist das Watercase. Das ist das Watercase für die Canon EOS M6, mit der wir gerade filmen. Da passt die Kamera rein und dann kann man mit der unter Wasser gehen und die macht richtig gute Aufnahmen. Danach sieht man meine Kiste. Das ist eine Plastikkiste, die habe ich drinnen, um zu organisieren. Da sind Kabeln, Taschenlampe, Adapter und Linsen drinnen. Hier habe ich eine 200 mm Linse, 22 mm, ist recht praktisch, die drinnen zu haben. Dann geht es weiter mit Räucherstäbchen gegen Gelsen, die sind ganz wichtig. Wobei es hier nicht so schlimm war. T-Shirt, eine lange Hose zum Fliegen, Socken, Pullover, T-Shirt, Zahnbürste aus Bambus. Ich schmeiß das einfach so richtig grausig rein, aber das ist mein Toilettenzeug. Tanktop, Badehose, Unterhose, Socken, Hose. Rechnungen vom Ausbau des Wanderwagens, keine Ahnung warum die mit sind. Holztreff Liechtenstein, 2971, Osmo Naturlack. Keine Ahnung warum die mit sind. Hier drinnen ist das Sonnenglas. Wir haben das so gern, es ist so fotogen und man kann richtig gute Fotos damit machen. Das macht die Nächte viel romantischer. Das funktioniert so, es hat eine Solarzelle drauf, man lädt sie über den Tag auf. Man muss jetzt nicht wirklich darauf achten. Man könnte auch das Sonnenglas mit USB aufladen. Hat einen Magnetschalter und es leuchtet. Man kann es oft dekorieren, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Und wir haben das richtig gern. Auch wenn man schlafen geht, man macht das große Licht aus, geht mit dem ins Bett. Oder in der Nacht, wenn man aufs Klo muss und man mag nicht die komplette Flughafenbeleuchtung einhaben, nimmt man das Sonnenglas und hat ein richtig angenehmes Licht auf dem Weg zum Klo. Das kommt daher. Es geht weiter in den Rucksack mit 6 Wax. Mit Kokosgehör. Für tropische Länder geeignet. Eine Seife gestohlen aus dem letzten Zimmer. 5-Finger-Rabatt. Mein Rasierer. Als nächstes eine Schwimmbrille zum Tauchen, mit der war ich schon surfen. Die verfälscht die Optik, das ist nicht so cool. Kabel. Oh, das einzige Teil, was ich mit habe, was ich noch nie verwendet habe. Das ist ein Zeitauslöser, mit dem kann man Timelapse machen. Aber da die Wolken in der Nacht immer vorkommen und man hat keine Sterne, ist es nie zustande gekommen, den zu verwenden. Das ist echt das Einzige, was ich... Und deine Unterhosen. Und die Unterhosen und dieses Teil wurden nie verwendet. Was auch cool ist bei diesem Rucksack, er hat links und rechts Seitenfächer, die man nochmal zumachen kann. Meine sind immer offen. Aber die Fächer sind gut. Ladegerät für den Gimbal. Ein zweiter Rasierer. Und das Wichtigste, ein Tuch aus Bali. Eigentlich tragt man das dort, um die Knie zu verdecken. Ich habe es mit, um in der Nacht mit denen zu schlafen. Und im Flugzeug kann man sich auch gut zudecken damit. Wirklich
Sehr hilfreich dieses Tuch aus Bali. Ein weiteres cooles Feature bei diesem Rucksack ist, dass er oben einen kleinen Bereich hat, wo so kleine Sachen wie Reisepass, Geldtasche, das Handy während der Reise immer drinnen sind und man richtig schnell dazu kommt. Oben in diesem Fach Gehörschutz. Gehörschutz ist so wichtig. So wichtig. Alles ist so laut. Ein Feuerzeug, mit dem wir unsere Raketen zu Silvester anzünden konnten. Ja, das Wichtigste, Flagge von Sri Lanka, die kommt dann auf unseren kleinen Rucksack drauf. Indonesien habe ich keine, weil ich schon mal dort war. Und die Philippinen, wo wir eventuell hinfliegen werden. Reisepass. Was ist das? Ah, eine Boardcard von Manila nach Puerto Princesa auf den Philippinen, wo wir eventuell hinfahren werden in den nächsten Videos. Ganz wichtig. Mein Tuk-Tuk-Führerschein. Den braucht man hier auf Sri Lanka. Ja, Tuk-Tuk-Führerschein ist wichtig. Es geht ins Geheimfach des Rucksacks. Hier hinten befindet sich das Reisebuch. Das ist ganz wichtig. Man muss so oft Sachen aufzuschreiben, planen, wie es in weiterer Folge ablaufen wird. Reisebuch ist ganz wichtig. Noch befindet sich hier drin der Laptop. Mit dem Laptop werden die Videos, die Fotos und alles bearbeitet. Das ist das Windows Surface. Keine Ahnung mehr wie genau, das habe ich schon 3 Jahre. Ist recht cool, funktioniert eigentlich gut. Aber es wird langsam Zeit für ein neues. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Und das war mein Rucksack. Wenn der Rucksack Wenn der Rucksack gepackt ist, wiegt er 12 Kilo. Und ich habe ihn immer als Handgepäck mit, so ich brauche nie ein Gepäckstück abgeben und ich kann ihn immer oben irgendwo verstauen. Er überspringt zwar das Limit von 7 Kilo, wie es meistens von den Airlines angegeben wird, aber da er so kompakt aussieht, ist es nie ein Problem. Sunwear-Rucksack. Oh, wir weg. Jetzt die Perspektive und wie machen Sie beim Fußball immer, wenn der Wechsel ist? So?